Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch an dieser schönen R1300 GS Trophy das neue BMW ASA, was für automatisierter Schaltassistent steht. Wie ihr schon seht, fehlt hier der komplette Kupplungshebel. Wie fährt sich die Maschine ohne Kupplungshebel und funktioniert das alles schon harmonisch oder eher noch nicht? Das alles seht ihr in diesem Video. Also, los geht's! Wenn man zum Starten des Motors, wie bisher üblich, einfach den Startknopf drückt, erscheint gleich die erste wichtige Meldung im Display. Für Motorstart Bremse betätigen. Wenn man also mit der rechten Hand den Bremshebel zieht und etwas auf dem Startknopf bleibt, springt der Motor wie gewohnt an. Aber dann kann man erstmal keine Kupplung ziehen. Bremsen, ersten Gang mit dem Fuß einlegen. Ich schalte hier noch von M manuell auf die Dynamic und los geht's. BMW legt viel Wert darauf, dass das hier keine Automatik mit Wandler und so weiter ist, sondern die technische Weiterentwicklung des BMW Motorrad Schaltassistenten Pro. Wobei das ASA nur 2 Kilogramm mehr wiegt als der Schaltassistent Pro. Und ganz interessant ist, dass zum Beispiel das DTC von Honda ca. 10 bis 14 Kilogramm mehr wiegt als das ASA. Hier übernehmen jetzt 2 elektromechanische Aktuatoren das Kuppeln und Schalten, wie ihr es hier in der technischen Zeichnung seht. Das Ganze ist eine Automatisierung von Kupplungs- und Schaltbetätigung. Das heißt, das Anfahren, Aufschalten und Runterschalten wird komplett vom ASA übernommen. Es gibt dabei die Schaltmodi M und D. M steht für manuell, das heißt man schaltet nach wie vor mit dem Fußschalthebel, aber abwürgen ist nicht mehr möglich, weil zum Beispiel vollautomatisch runtergeschaltet wird. Das D steht für Dynamic, aber auch bei D kann man immer noch mit dem Fuß schalten, wenn man will. Eine oder vielleicht sogar die wichtigste Information ist, wie kommt man von P-Parken in N-neutral? Dazu muss man die Bremse ziehen und den Startknopf kurz drücken. Meiner Meinung nach erfolgen die Schaltvorgänge sehr geschmeidig und intuitiv, so wie wenn man selbst schalten würde. Auch hatte ich keinerlei Probleme bei meinen Testfahrten. Das Rauf- und Runterschalten, wie auch das Anfahren und Stehenbleiben, funktioniert tadellos. Aber natürlich bin nicht nur ich Probe gefahren, sondern auch sehr viele unserer Mitarbeiter und Kunden. Und natürlich gab es auch Kritik. Die Kritik, die am häufigsten geäußert wurde, war das unschöne Runterschalten bei schnellem Gas wegnehmen bzw. beim Anbremsen vor oder in Kurven. Das konnte ich persönlich nicht wirklich bestätigen oder reproduzieren, aber mit Sicherheit kann man die verschiedenen Modi des ASA mit dem Motorradmodi kombinieren und testen und somit für jeden die bestmögliche und individuell am besten passende Einstellung finden. Im Großen und Ganzen macht das ASA das Motorradfahren einfach und komfortabel. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass in Zukunft die meisten der großen Boxer damit ausgestattet sein werden, weil es jetzt schon sehr gut funktioniert und mit den nächsten Updates bestimmt noch besser wird. Wir freuen uns schon drauf.
Das war's auch schon wieder für heute. Also Servus und bis zum nächsten Video.